Gabel, tot. Rennverkleidung, tot. Felge hinten, tot. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, meine lieben Hobby-Racer. Wie ihr im letzten Video mitgekriegt habt, habe ich einen super geilen Doppelcrash in Rijeka gehabt. Scheiße passiert, was soll man machen? Aufgeben ist keine Option und alles verkaufen erst recht nicht. Das heißt, der Sport ist geil, der Sport macht Bock und das heißt, die Maschine wird wieder neu aufgebaut. Wie ihr sehen könnt, hinter mir, da steht das ganze Drama. Schön auseinandergebaut, alles sauber gemacht. Jetzt mal auf die Grundmauern zerlegt, das heißt, jetzt sind wir an dem Punkt, wo alles, was defekt ist, abgebaut ist und dass wir jetzt anfangen können, die Maschine frisch von Grund auf neu aufzubauen. Alles soweit, was jetzt hier steht, ist noch in Ordnung, das heißt, Rahmen hat nichts abbekommen, Tank ist okay, Schwinge ist okay, Motor ist okay. Motor habe ich beidseitig entspannt, dass das auch soweit sich mal gelockert hat. Soweit der Stand jetzt. Auf der Seite hier, vielen Dank nochmal an alle Supporter, an alle, die mich kontaktiert haben, an alle, die mich mit Teilen versorgt haben, habe ich einiges an neuem Material besorgt. Um euch mal kurz aufzuzählen, was alles kaputt war. Ihr habt es gesehen, Rennverkleidung, tot. Felge hinten, tot. Wasserkühler, tot. Rastenanlage, beide Seiten, tot. GFK Ram Air plus Geweih, tot. Lenkerschalter links, tot. Bremsflüssigkeitsbehälter, tot. Bremspumpe, Brembo RCS 19. War eine schöne Zeit mit dir, hast lange gehalten. Tot. Gabel, tot. Beide Gabelholme außen verbogen gewesen. Innereien zum Glück soweit noch okay. Gabelbrücke auch tot. GB Racing Deckel, tot. Acra Auspuff, so auf der Schwelle. Ist es jetzt nicht so tragisch. Mein Dominator Auspuff, der für leisere Strecken gedacht ist, der ist zum Glück im Regal geblieben, dem geht es noch gut, den können wir verbauen. Soweit der Stand, was genau alles kaputt ist und was in den ganzen Kisten hier neu drin sein wird. Fangen wir mal an und packen ein bisschen was auf. Hier haben wir einmal neue Rastenanlage. Dann geht es weiter mit einer Brembo RCS 17 diesmal, weil ich gerne ein bisschen mehr Weg hätte, um besser zu dosieren, wie ich in die Kurve reinbremse. Ein Satz neue Renntagriffe, einmal neuer Lenkerschalter links, ein neues DB Holders Geweih mit Ram Air. Im nächsten Paket hier, ganz essentiell, einmal neue Gabelbrücke und dazu passend direkt auch neue Gabel. Außerdem passend dazu haben wir dann hier noch einen neuen gebrauchten Kühler. Dann habe ich noch eine Hinterradfelge gebraucht. Ich habe gleich einen kompletten Satz gekauft. Danke an Kirill an der Stelle, weil ich nicht wusste, ob die Vorderradfelge 100% gerade ist und keinen Höhenschlag oder ähnliches abgekriegt hat. Macht es Sinn, gleich einen kompletten Satz mitzunehmen. Hat einen guten Preis gegeben, deswegen zugeschlagen. Außerdem gab es noch einen Satz neue GB Racing Deckel. Die alten haben ihren Job ganz gut gemacht. Wären theoretisch auch noch fahrbar, aber so ein bisschen spielt die Optik ja auch eine Rolle und die kosten jetzt nicht die Welt, deswegen einmal neu. Bleibt noch der letzte, größte Teil, neue Rennverkleidung. Auch hier musste natürlich schnell gehen, der nächste Termin steht vor der Tür, deswegen gebraucht, geschossen, was ich kriegen konnte und habe hier entsprechend jetzt eine Rennverkleidung drin, die wir zusammen mal auspacken. Einmal Front. Leichte Gebrauchsspuren, hier und da ein bisschen gebrochen, alles kein Problem. Können wir, wenn Zeit dafür ist, in Ruhe alles reparieren und ordentlich neu lackieren im gewohnten Neongelb-Design, damit der Wiedererkennungswert gegeben ist. Für den Moment jetzt reicht die aber vollkommen aus. Dazu passend die Tankhaube, ein neues Heck und einen kompletten Bug. In dem Sinn, ihr seht, alles liegt hier vorne, das heißt, viel Arbeit liegt vor mir. Quatschen wir nicht lang rum und gehen an die Maschine dran, für das Ding wieder fahrbereit fertig zu kriegen. Ich lasse einen Zeitraffer laufen und dann seht ihr, wie ich das Teil wieder richtig aufbaue. Viel Spaß dabei!
So Freunde, Zwischenstand. Wie ihr sehen könnt, da hinter mir läuft sehr gut. Das, ich nenne es mal Rolling Chassis, ist soweit fertig. Das heißt Vorderrad, Frontend, Gabel, Gabelbrücke, Pipapo, alles drin, alles dran, alles super. Bremse auch wieder drauf. Der Bremsflüssigkeitsbehälter fehlt noch, deswegen kann ich die Bremse vorne noch nicht entlüften. Aber ansonsten Ram Air, Geweih, Tacho, Stummel, Bremse, alles soweit vorne wieder dran. Dann seht ihr hier in der Mitte, Fußrastenanlage ist auch schon wieder drauf. Der Auspuff, Dominator, auch drauf. Pipapo, wunderbar, Hinterrad ist drin. Das heißt, im Großen und Ganzen ist es technisch soweit schon durch. Angesprungen ist sie auch schon, ihr habt es gesehen, First Run. Nachdem sie ein bisschen gestottert hat, ist sie dann doch wunderbar angesprungen, ruhig gelaufen. Kühlsystem ist entlüftet, einwandfrei. Das heißt, als nächstes kommt dann nur noch Service, also Bremsflüssigkeit, Ölwechsel und einmal Verkleidung. Und dann müsste die Maschine soweit wieder ready sein. Ich schnack nicht lang rum, sondern mache mich wieder hier an die Arbeit. Weiter geht's. Ihr seht das Endergebnis dann gleich. So Freunde, wie ihr hier hinten sehen könnt, die Maschine ist fertig. Die Maschine ist wieder zusammen. Die Maschine habe ich gerade ein bisschen hier auf dem Feldweg hoch und runter Probe gefahren. Alles funktioniert so wie es soll, keine Motorkontrollleuchte ist an, keine Fehlfunktion, die Bremse bremst, die Hinterradbremse bremst, alles wunderbar, der Motor läuft tippitoppi. Natürlich kann ich hier auf dem Feldweg jetzt nicht rumbrettern wie ein Blöder, aber für so eine kleine Probefahrt hat es soweit gereicht, dass ich weiß, Motor läuft, Maschine läuft, Gänge funktionieren, wunderbar. Das Design, wundert euch nicht, das ist noch von dem Vorbesitzer von der Verkleidung, die ich gebraucht gekauft habe. Die hat auch hier und da ein paar kleine Macken, aber alles kein Problem. Sie ist fahrbar und das Design kommt natürlich runter und es kommt wieder das gewohnte Neongelb-Design. Der Wiedererkennungswert muss natürlich erhalten bleiben. Deswegen, wenn Zeit und Ruhe dafür ist, nehmen wir uns der Geschichte wieder an. Wichtig ist jetzt erstmal, dass die Maschine technisch einwandfrei ist und dass es demnächst auf den nächsten Termin gehen kann. Für euch, bis das Video rauskommt, wird der Termin schon gewesen sein. Für mich ist es in 2 Tagen, da geht es nämlich nach Belgien, nach Mettet, auf eine sehr kleine, winklige Strecke, wer sie nicht kennt. Eigentlich eher so 600er oder Naked Bike Gebiet. Aber hey, die A1 ist da, die A1 ist fertig und das nehmen wir doch als perfekten Testevent, um zu gucken, dass alles in Ordnung ist, damit wir dann beim nächsten Mal in Most wieder so richtig aufreißen können. In dem Sinne, ich hoffe, der Wiederaufbau hat euch gefallen. Es war schön anzugucken. Ihr habt gesehen, was ich alles gemacht habe. Und bis dahin, vergesst nicht, liken, wenn es euch gefallen hat, Kanal abonnieren, unten kommentieren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.